Willkommen zu unserer Stadtführung in Ulm. Hier stellen wir 6 der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Wir beginnen unsere Tour beim Ulmer Münster. Die Hauptsehenswürdigkeit Ulms ist auf jeden Fall das Ulmer Münster. Mit 161,5 Metern ist der Turm der höchste Kirchturm der Welt. Die Grundsteinlegung für den Bau erfolgte im Jahr 1377. Die frühere Pfarrkirche befand sich außerhalb der Stadtmauern. Ein Besuch war somit aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen immer mit Risiken verbunden. Dieser Umstand war der Hauptgrund für den Bau des Ulmer Münsters. Für die Errichtung wurden berühmte Baumeister der damaligen Zeit beauftragt. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich durch die Bürger der Stadt. Aus Geldmangel musste die Errichtung 1543 gestoppt werden. Eine Fortsetzung konnte erst Mitte des 19. Jahrhunderts wieder erfolgen. Im Jahr 1890 und somit 513 Jahre nach Beginn der Arbeiten erfolgte die Fertigstellung des Hauptturms und somit des gesamten Bauwerks. Als 1944 die Stadt Ulm durch einen Bombenangriff schwer getroffen wurde, blieb das Ulmer Münster wie durch ein Wunder fast unbeschädigt. Jährlich werden rund 2,5 Millionen Euro für die fortlaufende Restauration des Bauwerks aufgewendet. Eine Besteigung des Ulmer Münsters lohnt sich auf alle Fälle und wird mit einem tollen Blick aus der Vogelperspektive über die Stadt Ulm belohnt. Bis ganz nach oben sind es 768 Stufen, die es zu erklimmen gilt. Aber auch bereits die erste Plattform auf 70 Metern Höhe bietet einen tollen Ausblick im besonderen Flair des Ulmer Münsters. Neben der Besteigung des Turms lohnt auch eine Besichtigung des Kircheninneren. Unter anderem die Dimensionen sind hier beeindruckend. Zur Zeit der Errichtung lag das damalige Fassungsvermögen von 20.000 Menschen weit über der Einwohnerzahl der Stadt. Aber auch bedeutende Kunstwerke aus unterschiedlichen Epochen können den Besucher begeistern. Inmitten von Ulm nahe dem Ulmer Münster und der hier im Bild links ersichtlichen modernen Stadtbibliothek befindet sich das Ulmer Rathaus. Durch seine aufwendige Fassadenbemalung aus der Frührenaissance sticht das Gebäude direkt ins Auge. Der älteste Teil des Gebäudes ist auf die Erbauung im Jahr 1370 zurückzuführen, damals unter der Bezeichnung Neues Kaufhaus. Als Rathaus wurde es zum ersten Mal im Jahr 1419 bezeichnet. Die verzierte astronomische Uhr wurde am Rathaus im 16. Jahrhundert angebracht. Die Malerei, welche heutzutage auf dem Ulmer Rathaus zu sehen ist, stammt aus 1900. Damals wurde die aufgrund der Witterung zerstörte Bemalung wiederhergestellt oder im Sinne von damals neu gestaltet. Im Zweiten Weltkrieg 1944 wurde auch das Ulmer Rathaus getroffen. Infolgedessen brannte das Gebäude zu einem großen Teil aus. Die Außenfassade blieb jedoch weitgehend unbeschadet. Ebenso wie das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss im Südflügel. Heute ist das Gebäude das politische Zentrum von Ulm. Neben dem Sitz des Oberbürgermeisters und dem Austragungsort für die Gemeinderatssitzungen befinden sich hier auch weitere Bereiche der Verwaltung sowie das Standesamt. Im Innenbereich des Rathauses kann außerdem ein Nachbau des Fluggerätes des Schneiders von Ulm, Albrecht Ludwig Berblinger, bestaunt werden, welches dort im Treppenhaus angebracht ist und über den Besuchern schwebt. Hier sind wir im Fischerviertel, an dem bekanntesten Fachwerkbau angekommen, dem Hotel Schiefes Haus. Das ursprüngliche Gebäude wurde bereits 1406 errichtet. Sein heutiges Erscheinungsbild wurde durch den maßgeblichen Anbau zur Blauhin im Jahr 1443 geschaffen. Durch seine Schräglage, welche von Norden nach Süden 1,50 Meter beträgt, fällt das Gebäude direkt ins Auge. Im Jahr 1997 erfolgte der Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde in der Kategorie Schiefstes Hotel der Welt. Bereits zuvor erhielt es den Denkmalpreis des Landes Baden-Württemberg. Die Schräglage des Gebäudes besteht bereits seit einigen 100 Jahren. Um das Gebäude zu retten, erfolgte die Stützung durch 3 Säulen, welche sich in der Blau befinden. Nach einer Sanierung wird seit Sommer 1995 hier ein Hotel im spätgotischen Fachwerkhaus betrieben.
Das Hotel verfügt über insgesamt 11 individuell eingerichtete Zimmer, welche den Charme von früher bewahrt haben. Direkt im Anschluss an den Eingangsbereich erreicht man die Galerie, einen besonders schönen Platz im Hotel. Hier ist man als Gast dem Wasser sehr nah und kann die tollen Eindrücke genießen. Die Schräglage des Gebäudes ist natürlich auch im Inneren zu spüren. Das Gefälle in den Zimmern beträgt bis zu 40 Zentimeter. Das Mobiliar im Hotel, inklusive des Bettes, wurde jedoch an die Schräglage angepasst. Es besteht somit keine Gefahr, aufgrund der Schräglage aus dem Bett zu fallen. Gäste können dies durch eine Wasserwaage am Bett auch gut kontrollieren. Hier ist noch der schöne Blick aus einem Hotelzimmer auf die unmittelbare Umgebung zu sehen. Wir befinden uns im Fischer- und Gerberviertel in Ulm. Die Aufnahme zu Beginn zeigt eine sehr schöne Perspektive auf das Viertel mit den Fachwerkhäusern und dem Ulmer Münster im Hintergrund. Aktuell sind wir am Saumarkt und hier sieht man die bekannte Statue, welche den Metzger und den Bauer beim Handel um die Sau zeigen. Hier ist eines der beliebtesten Ziele vieler Touristen, welche das Fischer- und Gerberviertel in Ulm besuchen. Es zeigt die Häuslesbrücke, welche mit über 700 Jahren die älteste Brücke Ulms ist. Sie überspannt die beiden Flussarme der Blau und bietet den Besuchern malerische Perspektiven im Zusammenspiel zwischen geschichtsträchtigen Gebäuden und dem Wasser. Die mehrere hundert Jahre alten Gebäude machen das frühere Handwerkerquartier zu einem besonderen Ort. Ein Spaziergang durch das Viertel eignet sich auch perfekt dazu, die Gegenwart zu vergessen und in die Atmosphäre vor Ort einzutauchen. Im Wasser erkennt man an dieser Stelle auch den bekannten Ulmer Spatz, welcher ein Wahrzeichen Ulms und an verschiedenen Stellen anzutreffen ist. Krumm, bucklig, anziehend. So wird das Viertel auf der Tourismusseite der Stadt Ulm betitelt. Aufgrund der originalgetreuen Sanierung der historischen Gebäude, welche vor allem seit den 1970er Jahren stattgefunden hat, konnte der besondere Charme des Viertels bewahrt werden. Früher hatte das Leben in diesem Handwerkerviertel wenig mit Altstadtromantik zu tun. Die Bearbeitung der Tierhäute durch die Gerber hat auch einen entsprechenden Gestank in den Gassen verursacht. Dabei sind es genau diese Gassen und Gebäude, welche das Viertel heute so besonders machen. An dieser Stelle sieht man den Blick von der Ulmer Stadtmauer aus, auf das Fischerviertel, welches früher die Heimat der Gerber, Donaufischer und Schiffsleute war. Die Ulmer Stadtmauer wurde 1480 errichtet, als Verteidigung gegen feindliche Truppen. Damals befand sich die Stadtmauer noch direkt an der Donau. Deswegen wurden an der Stadtmauer auch Ringe integriert, um daran Boote festmachen zu können. Die mittlerweile zwischen Donau und Stadtmauer befindliche Wiese ist Schwemmland und erst im Laufe der Jahre entstanden. Für Ulm-Besucher empfiehlt sich ein Spaziergang auf der Stadtmauer. Auf der einen Seite ergibt sich ein schöner Blick auf die Stadt und die historischen Gebäude. Auf der anderen Seite kann man den Blick auf die Donau und die Donauwiese genießen. Jene Wiese und die Sitzmöglichkeiten an der Donau laden auch dafür ein, einfach den Moment zu genießen. An der Stadtmauer befindet sich auch der Rosengarten. Auf 3000 Quadratmetern gibt es 200 unterschiedliche Rosensorten. Die Blütenpracht der mehr als 1300 Einzelexemplare und die tolle Farbgestaltung, welche einem speziellen Farbkonzept folgt, laden ein für einen Spaziergang und zum Abschalten vom Alltag. Es sind hier im Rosengarten auch einige schöne Sitzmöglichkeiten vorhanden, um auch längere Zeit verweilen zu können. Ebenfalls an der Stadtmauer befindet sich der Metzgerturm, welcher bereits Mitte des 14. Jahrhunderts errichtet wurde. Markant ist neben seiner Höhe von 36 Metern vor allem die Neigung des Turms von ca. 3,3 Grad. Die Legende zum Metzgerturm erklärt die Schieflage folgendermaßen: Metzger, welche das Volk mit zu kleinen Würsten versorgt hatten, mussten zur Strafe einsitzen. Als diese mit der Todesstrafe bedroht wurden, kippten sie allesamt um und brachten so den Turm in seine Schieflage.
Bei dem Berblinger Turm handelt es sich um eine relativ neue Sehenswürdigkeit, welche im Sommer 2020 eröffnet wurde. Dennoch hat auch diese eine Geschichte zu erzählen. Die Errichtung erfolgte anlässlich des 250. Geburtstags von Albrecht Ludwig Berblinger, besser bekannt als Schneider von Ulm. Dieser Pionier startete von dem jetzigen Standort des Berblinger Turms aus einen Flugversuch. Er wollte von einem Podest auf der Stadtmauer, insgesamt 20 Meter oberhalb der Donau, mit einem selbstgebauten Flugapparat den Fluss überqueren. Aufgrund fehlenden Aufwinds über der Donau missglückte der Versuch und Berblinger landete im Wasser. Dieser Fehlversuch hat ihm damals viel Spott eingebracht. Ihm als Erfinder und Flugpionier zu Ehren wurde nun diese Sehenswürdigkeit errichtet. Der Berblinger Turm ist insgesamt 20 Meter hoch und komplett begehbar. Auf dem Weg nach oben sind insgesamt 6 Lautsprecher angebracht, welche Geschichten rund um den Schneider von Ulm erzählen. Sowohl die Wendeltreppe als auch die Aussichtsplattform ermöglichen außerdem einen Blick nach unten durch die Stufen hindurch. Für den Aufstieg sollte man deswegen schwindelfrei sein. Das Besondere ist die schiefe Neigung des Turms um 10 Grad. Zum Vergleich, der schiefe Turm von Pisa hat eine Neigung von gerade einmal knapp 4 Grad. Oben angekommen wird man dafür mit einer tollen Panoramasicht über die Städte Ulm und Neu-Ulm belohnt und kann sich dabei etwas in die Gefühlswelt von Albrecht Ludwig Berblinger hineinversetzen, wie es ihm damals vor dem Absprung wohl gegangen sein muss, als er von dieser Höhe seinen Flugversuch startete.